Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe ein paar Fragen zum ersten und auch bis zum vierten Kontaktbericht. Und zwar ähm, in den Semjases Erklärung im ersten Kontaktbericht sagt sie, andererseits aber dreisten sich viele, uns mit den menschlichen Religionen in Verbindung zu bringen, mit der wir in keiner Weise etwas zu tun haben und auch nie etwas zu tun haben wollen. Das kannst du bestätigen, oder ist Ja, das, logisch. ja, ja, für uns, für dich ist das logisch, aber für viele, weil sie sagt dann auch weiter, eure sogenannten Sektierer, alle Religiösen sind Sektierer, nicht wahr? Ja. So hatte ich es ja erklärt, okay. Aber eure sogenannten Sektierer scheuen selbst vor diesem Schritt nicht zurück und betrügen ihre Mitmenschen selbst mit dem Glauben. Mhm. Das heißt, dass das eine Lüge ist, dass sie in diesem Kontakt stehen würden. Wenn es heißt, ich gebe ja auch das Beispiel und die Frau habe ich wirklich in der Schweiz getroffen, die sagte, Jesus kommt. Jeder religiöse Mensch, der über Religion, über den Glauben redet, ist ein Lügner. So einfach ist das. Jeder behauptet, es gibt einen lieben Gott, es gibt das, es gibt jenes. Das ist alles zusammen ein Lug. Ist alles gelogen. Sind also alles, wo alle Menschen, wo irgendetwas sagen, sind Lügner. So oder so. Ja, In Bezug eben auf religiöse Angelegenheiten. religiöse Angelegenheit. Wir reden nicht von weltlichen Sachen, sondern effektiv von Religionen. Ja, Und jeder Sektierer, jeder, der glaubt, ist ein Sektierer. Jeder, der etwas sagt, es ist so und so, in Bezug auf Religion, ist ein Lügner. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin christlich aufgewachsen und dann geht es halt in der Kindheit los, man betet beim Essen oder Ja, ne? als Kind schon Dann- ein Lügner. Ja, Lüge beinhaltet für mich die bewusste Täuschung einer anderen Person. Wenn ich Ja, das jetzt so gelernt Das muss nicht bewusst sein. Er muss einfach glauben. Glauben ist ein Lug. Religiöses Glauben ist ein Lug. Und wer, ob ein Kind, ob ein Halbwüchsiger oder ein Erwachsener oder ein alter Mensch, wo religiös ist und sagt, es gibt das, es ist so und so, ist ein Lügner. Automatisch. Wer glaubt und das weiter sagt, es ist so, der lügt. Also wenn ich auch als Kind jetzt, Kinder sind ja sowieso sehr leicht manipulierbar Ja, und die werden schon als Kind werden zu Lügner erzogen. zu Lügner erzogen. Ja. Ist das also, man kann dann nicht sagen, dass die Schuld liegt beim Erwachsenen, der das sozusagen indoktriniert. Natürlich, klar. Ja, und das Kind nimmt es dann halt an, weil Ja, es und wird dadurch automatisch zum Lügner. und wird dadurch dann auch zum Lügner danach. Ja. Gut. Vielen Dank. Ja, und sie sagt dann halt auch, diesen infamen und ins Primitive gehende Machenschaften sollte Einhalt geboten werden, ehe die Welt davon ganz ergriffen wird. Ja, es ist eben eine Minorität, die anders denken tut, wo kann je nachdem überzeugt werden und eine Überzeugung ist immer eine Überschnurrung, eine Indoktrination. Überzeugung ist eine Indoktrination. Ja, weiter in den Erklärungen Semjase, das ist dann Satz 33 und 34. So gibt es Arten, die großes Wissen erlangten und sich von ihren Lebensbereichen freimachten, den Weltenraum bereisen und auch hin und wieder zu eurer Erde kommen.
Viele von ihnen sind jedoch ungemütliche Zeitgenossen und leben in einem gewissen Barbarentum, das oft fast so schlimm ist wie das der Erdenmenschen. Ja. Also sie sehen uns als Barbaren im Grunde. Ja, richtig. Ja. Die Erdlinge sind auch Barbaren. Ja, das ist ja, Die kriegen, die morden, flönden ans Tod und Totschlag. Das ist Barbarentum. ja. Ähm, Später warnt sie schon, aber auch von, dass die nicht immer alle nett sind, die hierher kommen. Ja, richtig. Also es besteht schon eine Gefahr. Ja, natürlich. Aber man sollte nicht in Hysterie verfallen, Ja, oder? das soll man nicht. Ja. Weil man im Grunde könnte man sowieso nichts machen, oder? Das kommt auf den Erdling an, Ja, was er dann macht. ja. Da, Und wie seine Technik dann zustande ist und so weiter und so fort. ja, natürlich, der technische Stand ist der wesentliche Faktor wahrscheinlich. Ja. Aber sicherlich auch, wie man sich verhält. Also Ja, wenn und nicht, der Erdling ist halt so, er verhaltet sich immer aggressiv. ja, Gegenüber Fremden haltet er sich aggressiv. ja. Ich hatte dir ja mal diese Aufnahmen gezeigt, da vom Space Shuttle, wo man deutlich in einer, nicht so im All, aber dicht an der Erde sich ein Objekt bewegt und wie so ein Schuss von der Erde kommt, wie so ein Blitz, der Ja, da es ins ist- All schießt. Also sie scheinen doch und da sagt das auch irgendwo, dass sie die sozusagen die UFOs zum Ziel nehmen, Ja, logisch. um Er greift sofort, der Erdling greift sofort zur Gewalt, zur Waffe und so weiter und so fort. Ist egal was. ja, Das siehst, man jagt Düsenjäger in die Luft, wenn man ein UFO sieht, man ballert aufs, man verfolgt es und so weiter und so fort. ja, Sofort. ja, Es ist, der Mensch von der Erde ist aggressiv, er ist barbarisch, er muss sofort gegen irgendetwas losgehen, wo ihm nicht bekannt ist. Und er geht sofort los mit Gewalt. ja. Also wäre es weiser, sich technisch vorzubereiten. Sich schauen, was überhaupt kommt. Ja, und dann Und dann Schau. entscheiden, was man machen tut. Ja. Und zwar nicht auf Gewalt raus, sondern auf das raus, dass man verhandeln tut, dass man schaut, was, wie, wann, wo und so weiter und so fort. Ja. Und Gewalt ist immer verkehrt. Ja. Sie sagte noch, Religion ist nur ein primitives Machwerk von Menschen zum Zweck ihrer Führung, Unterjochung und Richtig. Ausbeutung bestimmt, der nur bewusstseinsmäßig schwaches Leben zu verfallen vermag. Ja, das Also, ist so. also, wenn man der Religion verfällt, ist das im Grunde Eine aus Schwachheit. ihrer Sicht eine Schwachheit, Eine Schwachheit. bewusstseinsmäßige Schwachheit. Das ist eine Schwachheit. Und zwar da eine Schwachheit selber nicht denken, Nö. sondern einfach glauben. Ja, dass man nicht kritisch denkt. Ja. Ja. Ja, überhaupt selber denken. Und der religiöse Mensch, der glaubensmäßige Mensch, der hat nur ein Scheindenken. Ja, das schreibst du immer wieder, das vom Scheindenken. Das Es ist- Scheindenken geht nicht nach der effektiven Realität, nicht nach der Wirklichkeit, nicht nach den Worten, sondern nach einem Glauben. Der Mensch nimmt an, dieses und jenes, er tut glauben, er tut nicht nach dem denken und handeln und verstehen,
was die Realität ist. Könnte man sagen, dass alles Denken, was von Glauben beeinflusst wird oder motiviert wird oder initiiert Das wird, ist ein ist ein Scheindenken. Ja. Das geht nicht nach der Realität. Und das ist nicht nur die der religiöse Weg, sondern das ist auch der weltliche Weg. Ein Mensch, der weltlich denken tut, gar keine Religion im Hintergrund ist, oder? Sondern nur das, was auf der Welt geht und läuft. Er nimmt es an, als er tut es glauben. Er tut nicht schauen, was ist die Realität, was ist die Wirklichkeit, was ist die Wahrheit. Es ist also nicht nur die Religion, sondern auch das weltliche Glauben auf dieser Seite, Glauben auf dieser Seite. Ja. Glauben ist nicht nur religiös, sondern weltlich auch. Ja. Ja, zum Beispiel, früher nahm man an, dass es Atome gibt. Jetzt vor vielen hundert Jahren. Das Das war, ist nicht ein Glaube, das ist das war, eine Vermutung ja. zu alter Zeit. Auf der Erde eine Vermutung gewesen. Und eine Vermutung ist nicht ein Glaube. Ah, okay, gut. Eine Vermutung. Ja, das ist etwas ganz anderes. Eine Vermutung kann man nachgehen. Man kann sie ergründen. Ja. Aber diese Vermutung hat sich dann halt ja nicht als Teilrealität erwiesen, weil ja man hat dann nachher Protone, Elektronen und Neutronen gefunden. Ja, richtig. Das ist sozusagen die Vermutung hat sich insofern bestätigt, ja, es gibt da Atome, aber das ist nicht das Kleinste, wie man annahm, Nein. sondern es gibt da noch kleinere Ja, Teile. natürlich. Und später hat man dann herausgefunden, die Protonen und Neutronen bestehen aus Quarks. Ja, Das ist das sind Erkenntnisse, die gewonnen worden sind. ja, Das hat nichts mit einem Glauben zu tun. Das hat mit Forschung zu tun, mit Annahmen zu tun, Vermutungen zu tun. Man kann irgendwie weitergehen. Es besteht die Möglichkeit, dass man etwas mehr findet und so weiter und so fort. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern mit dem Fortschritt. ja. Mir geht es darum, die Realität zu erkennen. Und jetzt bin ich jetzt im Ich kann nur erkennen, wenn du das wirklich siehst, die Realität. Und die Realität musst du immer suchen. Also es ist eigentlich ein kontinuierliches Erforschen, Ergründen. Richtig. Das hört dann also nie auf das in hört dem nie Sinne. auf. Das ist genau gleich, wie wenn du etwas hörst, ein Mensch, wenn ich dir etwas sage, du musst selber darüber nachdenken, du musst selber schauen und die Worte wirklich herausfinden, ist es tatsächlich so, wie der Billy sagt? Oder? Ich kann dich anlügen. Oder könnte ich anlügen. Je nachdem, wenn ich wette. Oder? Ja. Oder? Das Du musst selber herausfinden, sagt der Nächste die Worte zu dir? Oder erfindet er etwas? Oder erzählt er eine Fantasie? Oder sonst irgendetwas? Ja. Du musst es selber ergründen durch dein eigene Denken, durch dein eigene Nachforschen und so weiter. Egal wie das immer aussieht. Wie du das immer anstellst, das Ergründen von der Wort, von der Realität, von der Wirklichkeit, so wie es tatsächlich ist. Leben wir da in gewisser Weise alle in unserer eigenen Realität? Richtig. Also Jeder Mensch, er geht nicht nach dem, was wirklich ist, was um und um passiert.
er lebt für sich. Ja. Aber bei den Plejadern ist das in gewisser Weise ja dann auch noch so, Nein, oder? die leben miteinander. Okay. Sie erforschen alles, was gesagt wird, ob es der Wirklichkeit entspricht oder ob es nicht der Wirklichkeit entspricht. Sie, wenn Sie das, was wir da sagen, nachrichten, wenn Ihnen das gesagt wird, dann forschen Sie nach, ist das überhaupt möglich oder ist das nicht möglich? Also weiter. Du sagtest, sie leben zusammen und wir leben dann eher isoliert. Könnte man im Großen, im Groben und Ganzen nicht. Es ist nicht eine Gemeinschaft, die der Mensch hat hier auf dieser Welt. Es lebt praktisch jeder für sich allein. Ja. Also, So, genau. Wir waren bei der Religion und das nur bewusstseinsmäßig schwaches Leben dem zu verfallen vermag. ja, Und dann sagt sie, wo selber nicht denken tut, ja, wirklich selber denken tut, sondern wo nur glaubt. ja, die Plejaden denken selber. Jeder, Selber denken. ja, Oder man, wie der Mensch sagt, selber essen macht feiss. Selber denken macht gescheit. okay. Ja, genau, sagt es, wir leben im Grunde alle für uns und sie leben solidarisch Ja. zusammen. Ja. Also, Der Mensch lebt eigentlich für sich. ja, Jeder für sich. ja, Oder? Statt dass er mit den anderen zusammenleben tut und so weiter und so fort. Dass er mit den anderen das, dieses, jenes besprechen tut, klarlegen tut. Oder machen tut, schaffen tut miteinander. Oder? ja, Und der Mensch, der tut nur eigentlich schaffen fürs Geld. ja, Statt für das, was tatsächlich muss gemacht sein. ja. Und, Dann sagt er, das nächste Satz ist, bringe diese Wahrheit ans Licht der Welt und mache sie den Menschen bekannt. ja, das versuchen wir ja. Ja, gut. Aber das ist auch ein Auftrag von Ihnen. Ja, das ist auch ein Auftrag von Ihnen. Ihnen. Also, Ja. du tust es zwar, du hast dem freiwillig zugestimmt, also sie befehlen dir das nicht, aber sie wollen das auch. Es nicht, Sie wollen das auch. ja, es geht eigentlich von ihnen aus. Nein, es Oder? geht nicht von Ihnen aus, Sie wollen das auch. Sie wollen das auch. Okay. Ja, es gut. geht nicht von Ihnen aus, Ja. sondern es ist ein Wunsch, dass es auch gemacht wird von Ihnen aus. Gut. Aber es ist auch dein Wunsch auch dann. Dass die Es ist Menschen nicht einfach mein Wunsch, sondern es ist meine Aufgabe. deine Aufgabe. Okay. Ja. Gut. Mhm. Deine Aufgabe. Jeder muss es halt selbst entscheiden. Ne? Es ist wird niemand bedrängt oder gezwungen. Das Und war, es gibt Menschen, die machen das tatsächlich. ja. Ja, du kriegst ja auch immer wieder Schreiben, Ja. wo Leute sich Ja. bedanken Ja. und sehen, ich kann Wo jetzt es von sich klarer. selber machen, wo Ja. anfangen selber zu denken, Ja. wo nicht mehr einfach glauben tun, wo selber anfangen wirklich zu denken. Ja. Am Anfang ist das aber ziemlich schwer und anstrengend. Ja, das ist es. Für jeden Mensch. Ja. Obwohl, wenn man es dann immer und immer wieder tut, fällt es einem dann auch Ja, leichter. fällt immer leichter. Ja. Mhm. Mhm. Genau, sie sagt dann das war der erste Kontaktbericht, im zweiten Kontaktbericht, Satz 22, bedenke jedoch immer, dass das Gros deiner Mitmenschen nicht geistig bzw. bewusstseinsmäßig zu denken und in dieser Form nicht zu handeln vermag, weil es dies nie gelernt hat. Danke. Das Es Scheindenken. ist eben ein Skidenken. Ja.
weil es dies nie gelernt hat und noch zu sehr in den Geflechten der rein menschlichen Triebe, Wünsche und Hoffnung und so weiter gefangen liegt. Ja, das ist das, was von Kind auf indoktriniert wird. Ja, Oder? ja, Und so kann der Mensch nicht lernen denken. Man muss ihm's, oder man soll es sagen, dass es soll machen, dass er soll selber anfangen zu denken und nicht nur glauben, sondern wirklich denken. ja, Überlegen, den Schluss finden, der notwendig ist, dass man es kapieren kann, was tatsächlich vorhanden ist. Suchen und finden. ja. Das Das, heisst ja von alters her, wer sucht, der findet. ja, das hört sich leichter an, als es Es ist. ist verdammt schwer. Ja. Denn ich merke auch bei vielen, die schon Interesse haben, Mhm. dass sie dann aber auch, Ja, es tritt ein Zustand der Verwirrung dadurch ein, weil alles auf einmal anders ist, als sie gelernt haben. Genau. Ne? Und überall getäuscht wurden. Und dann tritt so eine generelle Skepsis Das sind das, was man sagt, das ist man ist gegen alles. Stolperstein auf dem Weg. Ja, genau, man stolpert. Ja. Und dabei kann man eben auch ziemlich böse auf die Nase fallen erstmal. Richtig. Und dann muss man sich wieder hochrappeln. Richtig. Und das ist Das richtig ist schwere schwer. Arbeit. Das ist schwer. Ja, weil im Grunde strukturiert man sein Gehirn ja um. Ne? Ja, Also Ja, das richtig. einfach anders arbeitet. Ne? richtig. Und Und das muss zuerst gelernt werden. ja, Das ist dem Menschen nicht einfach gegeben, das muss wirklich gelernt werden. auch bei den Plejadern. Ja. Ja. Mhm. Aber die müssen sich halt nicht durch diesen ganzen Glaubenblödsinn Nein, durcharbeiten. Das Ne? ist das, was sie ein paar Mal ringer haben als da Ja. der Mensch auf dieser Welt. Ja. Dann geht es, hier sprecht ihr über die Betrüger sozusagen, die auch behaupten, sie sind Kontaktler. Und dann sagt sie, 67. Satz im zweiten Kontaktbericht, dass sie es beweisen könnten, dass das Betrüger sind. Wir könnten es beweisen, doch deinerseits sollst du das nicht versuchen, denn der Erdenmensch lässt sich nur schwer von der Wahrheit überzeugen. Ja, Und das ist tatsächlich auch so passiert, dass man mir nachher einen Gerichtsvetter angehängt hat, weil man versucht hat, das zu beweisen. Man ist zwischen die Schulbank abgefallen. Der Guido hat es versucht. Er hat ein paar tausend D-Mark gezahlt dafür. Ich glaube, etwa 15.000, 16.000 D-Mark hat er gezahlt. Für das, wo einer zu München war, wo behauptet hat, er hätte Kontakt mit den Plejaren. Oder? Und der Guido hat das nicht auf sich sein lassen und hat den eingeklagt. Wegen dem, dass der eben, Betrüger, oder? So ist es gsi mit dem anderen, dem von Los Angeles, wo auf Florida gegangen ist und von dort aus dann eine Weltreise gemacht hat mit meinen Filmen, oder? Wo er manipuliert hat dann. Aber hast gesehen, dass es meine Filme sind, oder? Weißt du, Movie, oder? Und der Adela und der Victor, die haben halt das nicht begriffen. Ich habe ihnen gesagt, lasst es sein, oder? Da sind sie gegangen und haben in meinem Namen den eingeklagt, oder?
zwischen Jahr und Bank runtergefallen. Hat Recht bekommen. Oder? Ja. Hat, ich weiss, wie viel Tausend D-Mark, dass sie nachher gezahlt haben für die ganze Geschichte, die abgelaufen ist. Es ist völlig sinnlos gewesen. Und genau ist es so gewesen mit dem Rael, oder? Genau dasselbe. Es ist, die haben Recht bekommen. Ja. Aber sie haben keine Beweise. Du hast die Ja, guten Fotos. Ne? Und das sagt ja auch Ja, das ist aber, die haben einfach manipulierte Sachen gemacht, oder? Und, ja, ja. okay. Und weißt du, das ist mit dem Bobby genau gleich gewesen. Mit mir ein Ex, mit dem Martin Sorge vom Tessin unten, weißt du. Der hat einen Kalender gemacht, hat den rausgebracht, die Fotos hat er aufgenommen, hat meine Fotos genommen und einfach gefälscht vom Mendrisio. Ich habe keine Fotos gemacht zum Mendrisio. Oder? Und ich habe das einfach sein gelassen. Ich habe gewusst, oder, ich mache einen zweiten, ich mache einen letzten, wenn ich ihn würde einklagen, oder ich mache es nicht, ich kann ihn einfach machen lassen. Es hat mir genug gegeben mit dem von dem Amerikaner, von dem Franzos, vom Rael und der zu München aussen, wo der Guido dort es hat nichts genützt. Man hat es einfach wieder dem, was ich gesagt habe, macht es nicht, hat man es halb richtig gemacht. Ja. Ja, und es bestätigt wieder, Ja, was die Playa sage. Ne? Ja, Sie sagt ja, macht natürlich. es nicht. Ne? Ja. Sie sagt dann hier auch noch, 68. Satz, von den Menschen, sein bewusstseinsmäßiger Verstand ist zu gering dazu, Ja. um die Wahrheit halt Zu zu akzeptieren. akzeptieren. Ja. Oder? Und akzeptieren kann man nur etwas, wenn man weiss, es ist tatsächlich also so. Ja. Oder? Und dann sagt sie, eines Tages muss er die Wahrheit selbst finden und erst dann wird er sie als Wissen in sich aufnehmen. Ja. Ja. Eben, Das- er muss es selber ergründen können. Ja. Oder? Und ergründen findet da in Ja. statt. Ja. Ganz am Schluss gibt sie dir hier noch 7 Namen und genaue Anschriften. Also du warst darüber informiert, wer kommen würde, so das als Hilfe sozusagen, Ja. dass du dann erkennst, der und der Ja. ist wichtig sozusagen. Ja, wir sind leider durch einen Autounfall tödlich verunglückt. Ja, ja. Ja. Aber sie sagt, du sollst die Namen niemals nennen, daher Nein, das wollen wir da auch nicht drüber sprechen weiter. Da Aber das Einzige, was bekannt gemacht wurde, ist, dass der Name Anatol. Ah ja. Aber Ja, sind alle gestorben. Ne? Ja. Das ist, ja. Weißt du eigentlich auch die Namen der, die in die Kerngruppe kommen oder teilweise oder kannst du darüber sprechen? teilweise habe ich es gewusst. Teilweise hast du es gewusst. Ne? Das war aber mehr noch so zu Codex-Zeiten, nicht Ja. wahr? Jetzt ist das eigentlich, Das ist vorbei. das ist nicht mehr wichtig Ja. eigentlich. Ne? Wer kommt, kommt und Ja. wer nicht kommt, kommt Ja. halt nicht. Jetzt, das war der zweite Kontaktbericht, jetzt kommt der dritte. Und zwar ist das Satz 20. Da spricht sie über Regierung und wie auf der Erde im Grunde regiert wird. Satz 20 lautet, restlos alle Erdenregierungen sind von Menschen besetzt, denen Machtsucht und Gewinnsucht eigen sind. Ja, Sie, ja, allein das, das ist ja so. Das ist ja so. Das also keine Ausnahme in der Welt. die Ausnahme. Sie sind alle von Alle von Gewinnsucht besessen. und von Machtsucht. Und sie sagt ja auch Sucht, nicht Streben nach Macht, Mhm. sondern sie sind wirklich süchtig Ja. danach Ja. im Grunde. Richtig. Also das
dieses ganze UFO-Thema, das ist natürlich dieses Wissen darum, wenn jetzt irgendwo was abgestürzt ist oder so und dass sie das geheim halten, damit haben sie natürlich auch Macht über die Menschen. Ja. Das ist ja hohe Technologie, ne? Das ist genau das. Diese Pandemieverträge, ne? Genau das. Sie Genau wussten das. genau, dass es nicht sicher ist. Belogen Strich Und und sie haben Faden ja, und gefuchtet nach Strich und Faden Ja. und kann nichts, rein gar nichts machen. ja, Und da, Ja. was die WHO, Weltgesundheitsorganisation, die haben das ja auch alles mitgemacht. Ob die oder die Regierenden, in den Verträgen stand ja von den Pharmaziefirmen, dass sie nicht wissen, ob es sicher ist. Ja. Aber sie haben den Menschen das so verkauft in den Medien. Und die Medien selbst auch. und die, wo wollen die Sache richtig machen, die werden im Boden hineingestampft oder von der Regierung weggerührt. Ja, wer die Wahrheit gesagt hat, Ja, bis der Blocher weggeschossen haben, Ja. zum Beispiel. ja, den Oder? haben sie auch weggeschossen. Ja. Ähm, Das ist das, was passieren wird. Wenn du die Worte sagst, dann musst du gewärtigen, dass du umgekleidet wirst. ja, Das ist auch mit den Fremden so, mit den UFO. ja, Wer irgendetwas verlauten lässt, wo er weiss, oder, ja. wird ein gering kürzer gemacht oder Kugeln im Kopf oder sonst irgendwie. Ja. Ja, gibt's einige Beispiele. Und das sind nicht nur Sektiere, Nein. die dagegen losgehen. Na. Oder? Das sind auch Geheimdienste etc. Ja, genau. Das, was ich gerade ja meinte, dadurch, dass dieses Wissen um abgestürzte Flugscheiben oder ähnliches, Ja. das ist eine Macht, die sie ja haben. Ja. Dieses Wissen ist ja eine Macht. Und das, verdreht und verlogen und Ja. weiß ich was, oder? und sie sind nicht bereit, diese Macht aufzugeben. Nein. Ne? Das ist eben diese Machtsucht, von der, Ja. ne? Das ist also nicht nur bei den Regierenden, sondern eben auch Militärs oder eben Geheimdienstbereich. Ja, ich Die weiß. sind nicht bereit, diese Macht aufzugeben. Ich weiß. Und Ich weiss, schau mal, ich habe Leute gehabt, wo mir telefoniert hat, jahrelang telefoniert, die an der Regierung sind. Die sind nicht durchgekommen mit dem, ja. was ich ihnen geraten habe. Sie sind nicht durchgekommen, sie haben es probiert. Hm. Die Macht von den anderen ist viel grösser gewesen. Ja. Ja, die Ignoranz ist so stark. Hm. Es ist wie Kampf gegen Windmühlen. Ja. Ja. Wir hatten 2 Mann gehabt von Deutschland da. Der eine ist nachher dann einmal zum Guido gekommen. Der ist Rat holen. Ist jahrelang hat er mich gefragt, was er das, dieses und jenes soll machen. Und dann eines Tages habe ich gesagt, ich habe wirklich keine Zeit mehr, oder? Und dann habe ich mit dem Guido geredet und dann ist er einmal zum Guido gekommen. Das war auch ein Regierungsbeamter von Deutschland. Dann war noch einer gewesen. Und dann der Dings, das kann ich ruhig sagen, der ist schon längstens gestorben. Die anderen sind auch gestorben. Aber der Dings von München raus, Der Strauß. der Strauß. Mhm. Er war ein Polterer, aber er hat viel hat er zu Weg gebracht. Ja. Er hat viel wirklich zu Weg gebracht. Ist er aber gekommen, hat er telefoniert und gefragt, was soll ich da machen, wie soll ich mich verhalten und so weiter. Und er hat es wirklich durchgesetzt. Ja. Er hat es dann wirklich können. Ja, und die anderen 2, die sind zwischen Tür und Bank runtergefallen, genau wie die, die ich da in der Schweiz hatte. Ja. Ja. Weißt du, ich will die Das nicht freut an so einem Posten, gell? Das ist. Nein. Ja.
Wenn sie kommen, kann fragen, was soll ich da und da machen, was soll ich anreisen und so weiter. Gut und recht. Ich kann sagen, was ich denke, was gut wäre, aber ich möchte nie an so einem Posten. Ja. Na, ja auch die Energie der Menschen, die dich umgeben, ist halt auch. Also als ich in Washington DC war, wenn du da im Kapitol-Gegend bist, du spürst diese schlechte Energie. Ja. Du spürst das, auch Angst. Ja. Also, ja nicht, dass ich ängstlich wurde oder so, aber man spürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, sie sagt dann weiter, Satz 21 im Kontakt 3, es geht um die Regierung. Sie würden sich unter dem Deckmantel des Friedens und der Freundschaft nur unserer Strahlschiffe bemächtigen wollen, um mit ihnen die absolute Gewaltherrschaft über die Erde ausüben zu können. Das würde so rauskommen. Das würde so passieren. Ja. Und das ist egal, ob es die Russen, die Chinesen, die Amerikaner. Das spielt gar keine Rolle. Es ist egal, weil sie alle machen durch in der Schweiz. Ja. Ja. Ja, also der eine Kampfjet ist ja auch hinter Semjase hergejagt. Ja. Ja? Das wird heute noch bestritten. Ja, Obwohl man es fotografisch kann beweisen. Ja. Ja, das ist das Absurde. Man hat das Foto und trotzdem heißt es, ich habe sogar einen gehabt, dort, der Beck vom Maiwinkel. Der Vater, der Beck, der hat zugeschaut. der hat es gesehen. Wie der Kampfjet hinter Semjase her ist. Ja. Gut, der 22. Satz von Semjase im dritten Kontaktbericht lautet: Doch auch den Weltenraum würden sie zu erobern versuchen, weil sie keine Grenzen kennen. Ja. Also das ist eben auch wieder diese Macht. Das machen sie jetzt schon. Sie meinen, mit der Rakete können jetzt alles machen. Weißt du, das ist ein Witz. Da klingt ihnen überhaupt nichts. Ja. Oder? Dann, weißt du, bis einmal in den Weltraum rauskommen, das geht weit. Weiter als was sie meinen. Der Weltraum fängt erst dort an, wo lang nach dem letzten Planet vom Sonnensystem. Dann fängt der Weltraum endlich an. Ja. Ja, und der ist unheimlich viel weiter weg, als was sie denken. Ja. Weißt, und sie denken nur, der Kosmos sei das Universum. Die sind blöd. Weißt, unsere Astronomiewissenschaftler sind blöd. Die wissen ja nicht einmal, wie das Universum eigentlich aussieht, dass der Kosmos nur ein Materiegürtel ist im Universum, oder? Dass 3 Schichten oder Ebenen vor dem Materiegürtel sind und 3 Ebenen nach dem Materiegürtel. Und dass sich das Universum weiter ausdehnt, dass es also grösser wird und dass die Schöpfung 7 Universen hat in sich, jedoch anders dimensioniert, genau gleich am gleichen Ort sind, wo wir auch da jetzt sind, oder? Die sind dumm bewohner drum. Das in einem Universum sind 7 Dimensionen. Nein, in einem Universum sind unzählige Dimensionen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unzählbare Dimensionen. Jeder Sekundenbruchteil ist eine andere Dimension. Ja, aber es sind 7 Universen in der Schöpfung. Oh, okay. Mhm. Ja.
Und jede hat eine andere Dimension, ist also anders dimensioniert, ist aber am gleichen Ort vorhanden, wo unser Universum. Es ist einfach anders dimensioniert. Das ist gleich, wie wenn du ein Glas Wasser hast. Du leerst noch 6 Farben drin und da gibt's ein Mischmasch, ist alles ineinander drin. Kannst nicht mehr definieren, welches ist. Ja. Und jede Dimension hat unzählbare Dimensionen, Vergangenheit und Zukunft und zugleich eben eine Gegenwart. Ja. Mhm. Begriffst du, was ich meine? Mhm. Also im Grunde ist es 7 Räume koexistieren Einheitlich am gleichen Ort, am gleichen Ort. Ja. Aber da sie unterschiedlich dimensioniert sind, Jawohl. kann wir befinden uns in einem Universum Richtig. und können das andere, das im Grunde parallel dazu existiert, nicht sehen. Das kann man weder sehen noch spüren. Spüre, ja. Aber am gleichen Ort. Ist am gleichen Ort. Ja. Aber jedes Universum hat eine eigene Form von Dimensionen. Gemäß ihrer Dimension, wo sie grundsätzlich existiert. Ja. Wenn die Plejade durch das Dimensionstor gehen, dann müssen sie schauen, dass sie können ihre Dimension das von unserer Dimension gleich richten, ja, dass sie da können leben, dass sie da sich können bewegen und so weiter und so fort. Sie müssen also eine Gleichrichtung schaffen, wie wenn du da zum Beispiel zur Türen ausgehst und jetzt wäre dort wäre ja der Geruch anders als da rein. Wenn du jetzt da durchlaufst, dann merkst du das. Da ist ein anderer Geruch als dort rein. Da muss gleichgerichtet werden. Es muss also der Geruch auch übertragen werden aufs andere. Oder respektive, du musst dich können einrichten auf den Geruch, wo im anderen Raum existiert. ja, Also da Dimensionen, ja. oder? Kann man sagen, dass das eine energetische Anpassung ist? Das ist energetisch. Ja, weil physisch Ja, ist keine Veränderung. Dimension, ja, physisch ist ja kein Unterschied. Ja, Aber es muss gleichgerichtet werden, weil das sonst nicht möglich ist, dass du von einem Universum ins andere kannst, von einer Dimension ins andere. Das ist nicht gleich, wie wenn du Dimensionen hast, da von der Vergangenheit und von der Zukunft. Jede Dimension hat eigene Formen von Vergangenheit und Zukunft. ja, aber da innerhalb unseres Universums. Innerhalb von unserem Universum kannst du sämtliche unzählbare Ja, Dimensionen von der Vergangenheit anklicken, anreisen, kannst dich aufhalten dort oder in der Zukunft. und da musst du dort nicht anpassen. Nein, Energetisch. das musst du nicht. Das ist nur, wenn man... Das ist, wenn du von einer Dimension, von einem Universum in eine andere Dimension gehst, wo wieder eine andere Dimension hat. Ja, okay. Dann ist eine Gleichrichtung notwendig. Ja. Und die Plejaren sind in einer Andere Dimension. Und dadurch, könnten wir nie mit dem Teleskop oder Nein. so sehen. Weil, Nein, das ist ein völlig anderes Universum, eine völlig andere Dimension als unsere Dimension ist.
von unserem Universum. Ja. Und du hast das und auch Semjase haben das, dass es um einen Bruchteil einer Sekunde in der Raumzeit verschoben ist. So hat sie es erklärt oder auch du, Ja, damit man es nachvollziehen kann. ja, richtig. Aber im Grunde ist da keine Zeitverschiebung. Nein, Ja, das ist eine Zeitverschiebung in dem Sinn. Ja. Aber zum Erklären musst irgendwie, irgendwie Begriff haben, wo Die Leute verstehen. ja, kennen, wo wir da verstehen. Ja, ja. Oder? Sie kennen keine Zeit in dem Sinn, wie wir da eine Zeit kennen. Ja. Du warst ja schon auf Erre, wenn ihr beim Dimensionstor ankommt und ihr wollt jetzt durch, sieht man das oder ist das unsichtbar? Nein, das sehe ich nicht. Das mitten im Raum ist das im sehe ich All, nicht. aber Das es ist sehe ich mitten im All, nicht wahr? Ja. Ja. Nicht auf dem Planeten oder so, Nein, sondern es ist nein. mitten im All. Das ist, wie soll ich dir das sagen? Aber du musst die Koordinate wissen, sonst Ja, denkst ohne du, das geht's nicht. sonst ist das luftleerer Raum für Ja. dich, nicht wahr? Ja. Also du kannst durchs All fliegen und wenn du ohne es zu wissen an diesen Punkt kommst, bist du auf einmal in einer anderen Dimension. Ja, aber das geht nur, wenn du dich kannst gleich richten auf die Dimension und sonst funktioniert Sonst gehst du nicht durch, oder? Ja, Oder, ja, nein. Sonst ist einfach für dich leerer Raum, oder wo leerer Raum in dem Universum. ja. Wenn du, das existiert für dich überhaupt nicht. War das nicht so? Ja, das hat mit denen nichts zu tun. Das hat mit denen da zu tun, wo man es gesagt hat, da die Geseheine, da wo sich da unter der Pyramide festgesetzt haben, Ja. und wo versucht haben, mich ins Jenseits zu befördern mit dem Blitz, Ja, wo es dann der Dings noch abgehauen hat, da bei den Birken, der Gipfel etwa 2,5, 3 Meter hat's noch bereicht, bevor mir der Blitz da in die Schultern ist runtergefahren, da am Knie. Nachher in Steine, wo wir gesetzt haben, weil ich angelehnt war dort. Und da hat's noch einen Platz vom Stein weg. Und der Berner dort hat geschaut, dass nachher der Gilske da abgesagt worden ist. Irgendjemand ist der noch umeinander. ja. Der Blitz hat zuerst den getroffen. Schellheiter, Sonnenschein gsi, oder? Und warmes Wetter und Klepf natürlich, oder? Richtiger Blitzschlag, weißt du, hat richtig getatscht. Und sehe ich jetzt noch, der Dings ist gerade, Silvano. das ist der Silvano neben mir gestanden, der ist etwa einen Meter in die Luft aufgekumpelt. Ja. Das war von Berner dort Gizeh. ist der gsi noch. Ja. Und da stecken die Gysi-Heinis. Da sind diese Heine dahinter gesteckt. Ja. Und die Ja. sind dann ins Stahl-Universum? Die sind, nein, die sind geholt worden da von der Plejaren Spezialtruppen, haben alle wieder zurückgebracht, wo sie hergehört haben. Ja. Wo sie jetzt nicht Also ihre Vorfahren. ja. Ja, Wo sie den Planeten auch nicht mehr verlassen können. ja, Ja. ja. Sie haben dann alles weggenommen, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, noch einig zur Erde zu kommen. Ja. Und es gibt halt auch dort unter denen, die aussen herkommen, einige, weißt du, die jetzt nicht zu den Plejaren oder ihrer Föderation gehören, oder? Sondern offenbar andere, die auch nicht gerade friedlich gesinnt sind. Oder? Ja. Also die Plejare haben nichts mit den
Nein, UFOs, die nein, jetzt zu sehen sind. nein, überhaupt nichts mit denen zu tun. Ja. Und auch die anderen, da, die Gesche Heini, da, die, wo man sagt, der Ashtar-Sheran-Gruppe da, oder, wo die da den Namen erfunden hat, äh, die haben nichts zu tun gehabt mit denen, die da mit der UFO oder mit diesen unbekannten Flugobjekten umeinander fliegen. Die haben sich auch daran gehalten, trotzdem, dass sie abgehauen sind und sich nicht eingefügt haben in das, was beschlossen worden ist, haben rebelliert und sind abgehauen und haben sich da auf der Erde festgesetzt gehabt. Und von denen gibt es also wirklich keine Nachkommen mehr. Ja. Die sind ja über weiss ich wie viele tausend Jahre auf der Erde gewesen. Und was da gegangen und gelaufen ist, weiss ich auch nicht genau. Ja, im 16. Satz sagt sie, oder 15. und 16. Satz sagt sie, wir haben nur die Aufgabe in der Pflicht, das sich im Weltenraum entwickelnde und auch schon bestehende humane Leben zu bewahren. Das heißt, dass wir uns bemühen, Ordnung zu halten und gewisses Leben zu überwachen. Ja, Also sie haben im Großen und Ganzen eher eine beobachtende. sie haben nichts anderes, sie greifen nie ein, sie sagen nicht da durch, dort durch geht's und so weiter und so fort. Sie tun nur beobachten. Ja, Und was ist, was soll geändert werden, geht von der Hinterseite. Aber das Ja. wird nicht akzeptiert. ja, ja. Das sind vereinzelte Menschen, wo anders anfangen zu denken, anders anfangen zu handeln und selbstständig anfangen zu denken und so weiter und so fort. Aber an die Regierung her kommst du nicht. Ja, Und das hat sich all die Jahre, die 45 Jahre, wo jetzt das laufen tut, hat sich das bewiesen. Die haben nichts fertig gebracht, eigentlich, wo sie haben können ändern. Das sind immer die anderen gewesen, die, wo sich haben können durchsetzen, haben immer dieselben irgendetwas gemacht und nur nicht das, was die anderen haben wollen, wo richtig denken, richtig handeln. ja, es sind nur Vereinzelte immer im Parlament oder Ja, auch genau, im genau. Kongress Ja, und die können sich halt nicht durchsetzen Ja. gegen. die können sich nicht durchsetzen. Ja. Ausser sie würden Gewalt anwenden und das ist ja das, was sie nicht wollen. Ja, Ja. ja. Und mit dieser Ordnung halten, scheint mir, dass selbst wenn man eine überlegene Technologie hätte, um andere zu unterjochen, das ist dann schon durchaus möglich, aber das spricht sich auch im Universum rum oder in der Galaxie. Ja. Und dass man da auch, theoretisch können sie schon einfach hierher kommen und die Erde versklaven, Mhm. aber das kriegen andere dann schon mit. Das kriegen andere dann wieder mit, Und- wenn sie die Technik haben dazu und die Informationstechnik haben dazu und alles zusammen. Logischerweise, dann Ja. kriegen es andere mit. Ja, und dann sind sie sozusagen bei allen in der Galaxie verschrien, so könnte Ja. man fast sagen. Ja. Also es ist nicht schlau zu versuchen, auch wenn man in dem Moment dann überlegen wäre, Mhm. aber über Jahrhunderte und Jahrtausende Mhm. will dann keiner was mit dir zu tun haben. Ja, das ist es ja. Ne? Weil man Und da weiß, ist halt viel rausgetragen worden im Weltraum auf andere Welten, auch Religionen und gibt nur Probleme und gibt nichts als Problem. ja. Ja. Ja, Genau das, was der Achim da geschickt hat. Ich has ja, du hast es ja glaube ich gesehen, oder? Habe ich jetzt nicht da. Da
Mit, was aus Religionen, also mit dem, also vom Facebook. ja, So, Kinder spielen, ja, dann kommen die Religiösen mit ihren Schriften und genau. Demagogen und dann ist bei den Kindern nur noch So ist Gewalt. es passiert. Ja, Und das ist wirklich der Werdegang. ja, so ist es, ja, das stimmt. Also wenn es heißt, ja, ich bin Moslem und du bist Christ, ich darf nicht mehr mit dir spielen und all solche Sachen. Ja, Weil für Kinder wäre das dann unverständlich. schlägst du einander den Grind, Ja, so geht's dann. stechen einander ab, ermorden, Genau. erschiessen einander. Ja, Ja, muss mal schauen, was auf dieser Welt geht und läuft. ja, ja. Selbst zwischen den Christen oder den Ja, Moslems, ne, das ist sogar in der Religion, so, das ist, in der Gläubigkeit innen ja, selber. Gerade der eine sagt, ja, so musst du dich verhalten, der andere sagt, nein, sehr weg musst du dich verhalten. ja, Schon ist nachher, Meinungsverschiedenheit da und schon gibt es Stunk. ja, Mord und Totschlag. vor allen Dingen, es sind dann so viele Regeln, Ja, an die du dich halten musst, nachher hast du eigentlich gar keine Freiheiten mehr. ja. Der eine glaubt das, der andere glaubt dieses, der andere glaubt wieder etwas anderes, oder? Der praktiziert das so, der andere praktiziert das so, der andere auch wieder anders, oder? Das gibt automatisch Unfrieden, Ja, oder? ja, Und jeder meint, er sei gut, er mache es richtig. ja. Ja, 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 genau. Das ist es dann auch immer, dieses Machtgebare ja, und der Ich weiß es besser, ne? Großes ja, Ego. genau. Was es im Jahr so auch sagt, dass das das größte Problem ist. Mhm. Ähm, dann, sie beschreibt hier sozusagen die Entwicklungsstadien. Sie sagt dann im 40. Satz, oder im 39. sagt sie geht sie auf die Lebenslänge. Ein Menschenwesen vermag mehrere hundert oder gar tausende Jahre alt zu werden, wenn es einen gewissen geistigen und bewusstseinsmäßig relativen Vollkommenheitszustand und eine entsprechend hohe und gesunde Lebensweise erreicht hat. Mhm. Das heißt, wir könnten auch, sie werden ja um die 1000 Jahre alt, Ja, etwas über 1000 Jahre. etwas über 1000 Jahre. Wir könnten auch so alt werden. Richtig. Und das Alter von der Menschheit steigt mit der Entwicklung, wo er schaffen tut. Das ist auch mit der Ernährung, mit der technischen Entwicklung und der medizinischen Entwicklung und so weiter und so fort. Wenn ich denke, zu meiner Zeit ist um die 40, 50 Jahre um das Lebensalter vom Mensch. Heute ist es durchschnittlich, glaube um 2,83. Ja, ja, es steigt. Ja. Ja, Und tendenziell auch stärker in industrialisierten Ländern, richtig. wo dann auch noch die Bildung sonst höher ist. Ja, Also, oder, ja, und dann kommt noch die Ernährung, wie genau, Japan ist, glaube ich, sehr hoch. genau. Und ja, Und das macht halt dann das aus, dass der Mensch älter und älter wird. ja, Oder? Und bis er einmal auf 1300 Jahre oben ist, wie Plejaren, da wartest du noch ein bisschen. ja. Da, ähm, ja, das braucht aber eben Jahrhunderte und Jahrtausende, bis sich das Richtig, dann so entwickeln kann. richtig. Das ist, Ja. ähm, Das ist jetzt praktisch in 100 Jahren erreicht worden. Oder ja, wenn, ja, wenn du alles ja, miteinander nimmst, ja, dass der Mensch 100%, wo er gelebt hat, jetzt 100% älter wird als an Mal. ja. Das Hat, hat 100 Jahre gebraucht, oder? hat das, hat das Und mehr mit, wenn es so weiterging, müsstest du also 1200 Jahre rechnen, wenn es so weiterging. Aber es geht nicht so weit. Oder? ja, 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 jetzt machen wir erstmal alles kaputt. Ja, Ähm, liegt dieses höhere Alter
hauptsächlich an der bewusstseinsmäßigen Entwicklung, weil wir essen ja ähnlich. Also wir essen vielleicht vielfältiger Nein, als früher. die Lebensweise hat sich eben geändert. Ja, also die sanitären Umstände sind sicherlich auch besser Ja, geworden. die ganze Lebensweise, wo auch das, was der Mensch essen tut und so weiter und so fort, das trägt alles dazu bei, dass das Lebensalter eben steigen tut, inklusive der Technik. Technik ist wichtig dabei, oder? Ja, Und das und dieses und jenes, es hängt eben alles damit zusammen, alles miteinander. ja, Oder? Es ja, ist nicht einfach das Essen allein, es sind auch Medikamente. Es ist das, was heute das Essen enthalten tut und so weiter und so fort. Oder? Was von Grund auf schon präpariert wird. Oder? ja. Ja, ja. Das sind auch alles sehr wichtige Faktoren, aber mir scheint, dass das Bewusstsein, Ja, natürlich, oder? Das, was der Mensch denken tut und so weiter und so fort. Und das trägt auch dazu mit, dass das Alter steigt. Und das siehst du bei denen, wo sich liederlich bildet, oder? Wo das Bewusstsein also nicht weiter bildet tun, oder? Wie soll ich sagen, wie sich die selber, ja, wie soll ich dem sagen, lebensbenachteiligt, ja, oder? Sie kriegen schon gar nicht mit, wie alles vorwärts geht und so weiter. Sie bleiben liegen, oder? ja, Sie werden süchtig von ja, dem und diesem und jenem, weiss ich. Und, ja, 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 krepieren, da 20, 30 sind sie schon kaputt, ja. oder? Ja, die Bewusstseinsentwicklung ist im Grunde wichtig, um das Gehirn gesund zu halten, nicht wahr? Natürlich. Ja, weil dann bei Alzheimer, Demenz und so weiter, Ja, weil weißt du, das in einer Alzheimer und Demenz kommt eben von dem, dass der Mensch nicht selber denken tut, oder? Sondern sich in Blödsinn, in Schwachsinn ergibt, oder? Glauben und so weiter und so fort, wo richtig verblödet, der Mensch bewusstseinmässig verblödet, ja, oder? aber dass man das Gehirn Also auch, der Teil vom Bewusstsein, wo der Mensch selber steuert. ja, Oder nicht das Bewusstsein, wo gebildet wird durch die Schöpfungsenergie, sondern das Bewusstsein von dem, wo der Mensch selber macht, wo er selber steuert. ja, Oder? Bewusstsein ist eben nicht einfach Bewusstsein, dann die Schöpfungsenergie tut ja das, was man sagt, Bewusstsein bilden. Oder? Und was der Mensch daraus macht, das ist dasjenige, wo er vorwärts kommt oder hinten runtergeht. ja. Oder? Ja, man muss sich halt immer bemühen, auch wieder Richtig. Neues lernen, Genau, das um ist es. dass es eben nicht verkümmert, Genau, dass das es ist nicht es. verkümmert. Ja, Ähm, genau, und dann sagt sie, 40. Satz im dritten Kontakt, doch nach diesem Stadium von circa 60, 40 bis 60 Millionen Jahren bedarf der Geist keines rein materiellen Körpers mehr und er wird zum Halbgeistkörper. ja. Das das ist hier falsch mit dem B, ne? Das ist eigentlich Halbgeistkörper mit P, oder? Wie meinst du? Sie sagt, wir hatten da mal drüber gesprochen. Ich lese mal noch die nächsten beiden Sätze, das ist besser. Sie sagte im 41. Satz, er lebt dann nur noch halbmateriell während weiteren 60 bis 80 Milliarden Jahren und in derartig hohen Sphären, dass man sich mit ihm von der rein materiell menschlichen Warte aus nicht mehr in Verbindung setzen kann
außer es besteht eine sehr hohe bewusstseinsmäßige und geistige Evolutionsebene. Nach, Ja, nach, ich weiß, was du meinst. nach 60 bis Der Halbgeistform. ja, Halbgeistform. Da musst du, ja, Halbgeistform, halb Schöpfungsenergieform. Das musst du auf diese Art und Weise verstehen. Der Mensch ist nicht mehr rein materiell vorhanden, sondern er ist ein Zwischending zwischen materiell und zwischen, wie soll man dem sagen, Schöpfungsenergie. Energieform. Ja, rein energetisch. Ja. Er ist nicht mehr rein materiell, sondern etwas zwischendrin. Also zwischen der reinen Energie und halber Energie. Ja. Oder? Da ist kein materieller Körper mehr. Ja, es Aber ist, es ist schon noch eine Entität. ja, genau. Also man sagt nicht wir, sondern ist mehr so schon noch ich, Ja, aber halt eben nicht Ja. physisch. ja, Okay. ja. Und in der Reingeistform würde alles nur noch wie ein Wir. Das ist nur noch eine Wir. absolute Wir-Form. Ja. Ja. Und diese halt. Das Individuelle ist aber auch in der Wir-Form vorhanden. Wie soll ich dir sagen? Ja. Wenn du, ich komme wieder aufs Glas Wasser, hast ein Glas Wasser und gehst einen Tropfen irgendetwas drin, das vermischt sich mit allem anderen. Oder? Es ist nicht mehr alleine, es ist mit allem verbunden. Ja, und trotzdem ist es physisch. Ja, Ja. ja, physisch. Es ist nicht mehr rein physisch. Es ist eben vermischt mit dem anderen. Oder? Rein physisch werden Tropfen alleine. Ja. Aber okay. jetzt ist es mit den anderen zusammen vermischt. Ja. Oder? Ja, du hattest ja mal als kleiner Junge dieses Erlebnis, wo du dich eins fühltest mit dem Universum. Ja. Und da fragte ich dich, könnte man das als eine Art Eben, Zustand das ist aber dann bewusstseinmäßig passiert. Ja, Oder? Das ist ja dann, der Körper ist genau gleich da. ja. Dieses wie schreibt sie es, halb materiell. Es ist eigentlich Eben. nicht materiell, aber es Es ist nicht materiell, es ist nicht rein geistig. Ja. Es ist etwas zwischen ihnen. Könnte man das mit Holographie Ja, das beschreiben? könnte ich eigentlich. Kann man ja durchgreifen. Ja, fast wie eine Art Holographie gesehen. Ja, Ja. okay. Und diese. Das ist, ja, man kann eigentlich wie eine Holographie, Ja. man das ist eigentlich eine gute Erklärung. Ja. Also man könnte schon sehen, aber man könnte Aber es du kannst es nicht mehr greifen. Ja. Es existiert, aber kannst es nicht mehr greifen. Ja. Ja. Und diese Existenz ist dann ungefähr 60 bis 80 Milliarden Jahre, sagt sie. Ja. Also mehr als das tausendfache, was eine menschliche Existenz ist, die 40 bis 60 Millionen Jahre. Ja. Ziemlich lang. Du kannst, weißt, du könntest es spüren. Ja. Weißt, aber nicht so, wie wenn ich dir zum Beispiel die Hand gebe. Ja. Du spürst es einfach, dass es vorhanden ist. Ja. Oder? Ja. Weißt, wie soll ich dir das sagen? Ja, wie wenn man. Wie, wenn die Wasser reinlangst. Du spürst das Wasser, aber du kannst es nicht heben. Ja. Ja. Oder? Ja. Etwa so
kann man es jemandem erklären. Ja. Ja, so, aber auch wie Orte, wo eine sehr gute Energie ist, dann fühlt man sich wohl. Richtig, Aber manche Orte, wo eben schlimme Dinge passiert sind, da richtig. merkst du einmal, Ja, irgendwie fühle ich mich ja, hier nicht ja, wohl. ja, So, ja, das ist ja. du kannst es nicht sehen, aber Nein, aber du spürst es. spürst es, ja. 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 Genau, und nach 60 bis 80 Milliarden Jahren dann verwandelt sich die Halbgeist beziehungsweise Halbmateriellform in die erste Reingeistform und geht ein in die Ebene Arahat Atasata. Ja. Und dann gibt's aber auch wieder noch 7 Ebenen. Es ist immer, jede Dings ist in 7 Ebenen aufgeteilt. Das geht noch weiter nachher, weißt du, das ist, wie soll ich dir sagen, das ist ein grosser Werdegang, wo Arahat Atersata-Ebene nachher in die nächste Ebene aufgeht. Die geht dann nach einer gewissen Zeit, nach wie viel Milliarden Jahren was das sind, wieder in die nächste höhere Ebene hinein, bis sie mit der Schöpfung selber verschwinden. Ja. Verschmilzt oder verschmilzt. Ja. Verschmilzt. Woher? Denn es ist nichts anderes als, weisst, jede Lebensform ist nichts anderes als Schöpfungsenergie. Es geht schon von der Schöpfungsenergie aus als niedrigste Form, als materielle Lebensform, wo sich die materielle Lebensform immer mehr verfeinert und verfeinert, oder? Wo sie dann schlussendlich eben in die Ebene von Arahat oder Sata kommt, dann geht's einfach weiter und weiter und letztendlich verschmilzt das mit der gesamten Energie von der Schöpfung wieder, Ja. wo sich dann bildet hat und wo zurückgeht in die Formen, wo existieren, in die Absolutumformen, bis auf zum Sein Absolutum, wo dann Sein Absolutum einfach mit allem und jedem, wie soll ich sagen, existieren tut und ja, das ist dann die höchste Form und schweben tut alles im Raum vom Nihilo, vom absoluten Nichts. Und das ist endlos, das absolute Nichts ist eben endlos. Das Sein Absolutum ist die höchste Form, die es dann gibt, und die schwebt in endloser Dauer im Nichts. Aber das Nichts ist nicht nichts. Das ist das Nihilo, das ist einfach, da gibt's nichts mehr. Da gibt's einfach nichts. Das ist das Nihilo, das ist endlos, kein Anfang, kein Ende. Da hat sich da einfach etwas ergeben, wo dann die Schöpfung entstanden ist, das Sein Absolutum, wo dann aus dem 6 andere Formen entstanden sind, weil das Sein Absolutum ja auch ein Bewusstsein, eine Art des Bewusstsein hat, wo sich entwickelt hat, wo dann 6 weitere Formen geschaffen haben. Bis aber zum absoluten Absolutum, wo dann angefangen hat, Schöpfung zu schaffen. Ja. Oder? Ja.
Und das ist einfach endlose Dauer, wo ewig existiert. Das ist Wir sagen ewig, oder? Und sie sagen halt einfach Nihilo, also im Nihilo, im absoluten Nichts. Und das hat keinen Anfang, das hat kein Ende. Versuch das einmal zu erklären als Mensch, was das absolute Nichts ist, dass das keinen Anfang, kein Ende hat. Oder? Aber es ist nicht wie aus Sicht des Nihilismus, dass also das Nichts ist, verstehe ich, sondern da ist halt nichts. Das ist wirklich nicht. Ja, das ist natürlich materiell sowieso nicht, aber auch, es gibt auch keinen Raum, keine Zeit. Nein, das ist endlose, sie nennen das endlose Dauer. Ja, So endlos, wie es Nihilo selber ist, so ist auch endlose Dauer. Es gibt keine Zeit, es ist nur Dauer, 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 Dauer. ja. Aber doch ist da was, jetzt nicht in Form von etwas Physisches oder auch, Es ist überhaupt nichts. Da hat sich irgendwie einmal irgendetwas gebildet, ein Jota von nichts. Ein Jota von nichts, stell dir mal vor, hat sich gebildet im absoluten Nichts. Er hat sich ein Jota von nichts gebildet, wo das schlussendlich dann sein Absolutum daraus entstanden ist. Also ich has versucht im Dings im ja, habe ich es versucht darzustellen, ob das begriffen wird, das weiß ich. ja, Da kann sich der Mensch nicht vorstellen, der tut sich hintersinnen, aber ich weiß nicht. also das Nihilo ist wirklich Das nichts. ist, ich kann mir das vorstellen, es gibt das einfach, es ist endlos nichts. Ja, Endlos nichts. Da kannst du nicht sagen, für alle Zeiten, ja, für alle Dauer, für alle Dauer, ja. oder? Kann man auch nicht sagen, dass es ein Zustand ist. Nein. Das ist offenbar in Bewegung. Ganz offensichtlich ist das in Bewegung. Offensichtlich meine ich verstandesmäßig Ja, ist das in Bewegung. ja, also es muss jetzt, so wie ich denke, müsste da ein, ich nenne es mal, dynamisches Element sein, sonst könnte ja nicht irgendwas in Existenz kommen. Ja, eben, es hat ja irgendeine so eine Jota oder Ja, ein Muckenschiss ja, oder wie dem ja, willst du ja, sagen, hat das sich entwickelt ja, aus dem Nihilo raus, aus dem Nichts raus. ja, Du kannst dir das vorstellen, du hockst da, plötzlich kommt irgendetwas in deinem Kopf rein, ohne dass du jemals dran gedacht hast an das. Ist Ja. plötzlich etwas im Kopf, kommt eine Idee oder sonst irgendetwas. ja, Und genau dasselbe ist passiert im absoluten Nichts, im Nihilo inne. Das ist einmalig gewesen. ja, einmalig und daraus ist alles entstanden. Und da ist dann alles daraus entstanden. Ja, Und genau beim Mensch passiert das auch, wo plötzlich einmal aus dem Nichts raus eine Idee kommt.
Das ist todsicher auch nur etwas wie eine Art eine Idee gewesen, Ja. wo entstanden ist. Und das hat nachher aus dem raus hat sich das entwickelt und hat das Sein Absolutum gegeben. Und dann hat's angefangen mit diesen Absolutumformen und dann letztendlich mit der Schöpfungen, Ja. oder? Irgendwie so. Und das, wie willst du das nachvollziehen? Das kannst du nicht, für das müsstest du können ins Nihilo gehen. Und, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber kannst es irgendwie, kannst es nachvollziehen, eben gedanklich, Ja. oder? Ja. Ich sehe das schon als, was du sagen willst, Nihilo, da ist kein Raum, da ist keine Zeit, da existiert nichts. Da existiert effektiv nicht und Aber- das ist endlos. Stell dir mal vor, Ja. das ist endlos. Aber trotzdem konnte daraus etwas entstehen. Ja, eben. Genau wie beim Mensch. Der Mensch hat genau dasselbe. Dasselbe Prinzip. Es kommt einfach eine Idee, ohne dass du jemals daran gedacht hast. Hast du plötzlich eine Idee. Hm. Und normalerweise braucht der Mensch die Idee, dass er deren angeht. Die bohren vielleicht in 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Und er geht deren an und plötzlich schafft er mal etwas draus. Ja, das heißt auch, dass jeder im Grunde ein eigenes Universum ist. Da ist ja auch was dran. Also, wir fühlen uns oft so klein, ähm, aber im Verhältnis zu subatomaren Partikeln sind wir gigantisch groß. Ja. Hm? Ja. Ja. Ähm, Schau, es ist dir ja möglich, als Mensch mit einem Bewusstsein, wo kannst vernünftig denken, wir sagen dem vernünftig, wo du dir kannst Vorstellungen machen, wo du etwas kannst ergründen, eine Wahrheit kannst ergründen, das, dieses und jenes. Und beim anderen, beim Nihilo, da kannst du Vorstellungen machen. Das Endlose, das endlose Dauer, endlose Existenz von nichts, das kann ich mir vorstellen. ja. Ob das ein anderer Mensch kann, weiss ich nicht. Ja. Ich kann mir das vorstellen, das ist kein Problem. Endlose Dauer, das ist für mich klar, oder? Genau wie das endlose Nihilo. Es hat keinen Anfang, es hat kein Ende, es hat ewig, urewig existiert. Und, eben, genau wie das Gehirn. Plötzlich ist eine Idee da. Obwohl nie an irgendetwas umgedacht hast. Also. Ja, Hast du vielleicht auch schon gehabt? Also, ja, man kann da schon ergründen. Vor allen Dingen, ich glaube, Kinder, die vor allen Dingen noch nicht so indoktriniert sind, ja, wir sagen dann halt, das ist Fantasie, aber das ist, meine ich jetzt nicht in dem Sinne, man fantasiert, ja, aber die Vorstellungskraft Ja. ist da noch sehr ausgeprägt, ja, während die bei uns eben immer so eingeengt wird. Ja, so, ja. ne? Denk das nicht, Ja. stell dir das nicht vor. Je mehr der Mensch weltlich anfängt zu denken, Ja, umso weltlich weniger kann er sich vorstellen. Ja, genau, das weltliche Denken, das ist so, Ja, so ein großes Hindernis für spirituelle Entwicklung. Hab ich das ja, Gefühl. genau. Ja. Dieses kindliche Denken, wo die Gefahr natürlich der Naivität drinne steckt, aber trotzdem dieses kindliche Denken ist im Grunde viel realer. Mhm. Die sehen nicht all die Probleme.
Ne? Und dann sind da auch eigentlich Ja. keine. Das muss, Das kommt erst durch die Indoktrination, wo man dem Kind das, dieses und jenes einhämmert. vielen, vielen Dank. Das waren die ersten drei, den vierten, die Karte ist voll und Mhm. ist auch schon, ich habe dich jetzt schon so lange hier Gut. in Also, Anspruch genommen. Aber vielen, vielen Dank. Da haben wir jetzt über viele Dinge gesprochen, was ich gar nicht geplant hatte. Wir sind beim Nilo angekommen. Aber ja, es ist auch andererseits schön, dass du es halt erzählt hast, erklärt hast. das ist halt der Anfang. Ja, Der Anfang so ging aller alles Dinge. los. Ja. Ne? Und da entwickelt sich auch alles Und wieder her. es gibt nie ein Ende. Ja, ja. Eben. Es ist endlose Dauer, es ist endlose Existenz. Gut. Vielen Dank.